gemeinsam Radl fahren, abgesperrte Straßen. Was Neues auszuprobieren, mich mal eine Herausforderung zu stellen. Die Gegend, die Leute, das macht einfach Spaß. Peace Ride, Friedensfahrt, das zu übersetzen, zu transferieren, Beitrag dazu leisten. Wie ein großes Klassentreffen, ist immer wieder schön. Ich hoffe, der Schmerz in den Beinen ist nicht stärker wie die Freude heute. Nein, ich freue mich einfach. Weil alle gut drauf. Die Jungs und Mädchen hier haben ja schon mehr Kilometer als ich in den Beinen. Ich starte ja nur die letzte Etappe heute. Aber ich freue mich drauf und ich freue mich auch wieder zurück zu sein, Teil der Friedensfahrt zu sein. Das Hauptpeloton, das ist gestartet in Passau, ist dann über Pilsen nach Ustin, nach Laben und nach Chemnitz gegangen. Das sind ungefähr 600 Kilometer mit 6000 Höhenmetern. Das Polen-Peloton ist in Weibschisch gestartet, ist dann über 2 Etappen ebenfalls nach Usti gefahren und macht mit uns gemeinsam die Reise nach Chemnitz. Aber der eigentliche EPR startet nicht in Passau oder in Nowa Gorica oder in Polen. Der eigentliche EPR startet mit einem Sonderzug von Chemnitz nach Passau mit einem Sonderzug der Erzgebirgsbahn, wo wir nicht bloß die Fahrer transportieren, sondern wo noch ein Wirtschaftsdialog innerhalb des Zugs stattfand. I have the honor to welcome you all on board our Business Dialogue Trip. Ich glaube, dass Sport gewisse Ziele hat. Wenn wir mit Kontinuität, mit Mitarbeiterführung, mit vernünftigem Umgang, mit vielen anderen Themen uns dort engagieren, dann glaube ich, ist der Leistungssport oder der Sport an sich ein gutes Vorbild auch in der Wirtschaft Ziele zu erreichen. Der European Peace Ride verbindet für mich Nationen, ist interkulturell, was viele Projekte von sich behaupten. Hier ist es tatsächlich so. Es verbindet Menschen über den Sport, aber eben auch über andere Themen. Und ich glaube, das ist das, wo wir gesellschaftlich und menschlich wieder hin sollten. Deswegen ist es für mich absolut zukunftsweisend. EPR is a great project and we are trying to make it bigger. Poland is the first step in this process. Challenge is to secure the race. Ich beginne jedes Jahr immer spätestens im Februar für die Genehmigungen von den Straßenämtern und auch wegen der Begleitung von der Polizei des jeweiligen Landes und baue dann die Strecke so auf, damit auch die Polizei das nachher genehmigt und kein Problem mit uns hat. Von Anfang an war das eine mehr als konstruktive Zusammenarbeit und das reiht sich eigentlich ein in alle Polizeiarbeiten in Tschechien, in Polen, in Sachsen und in Bayern. Ja, ich bin schon aufgeregt. Man freut sich drauf, dass es jetzt endlich losgeht. Wir haben lange trainiert und jetzt ist der Tag endlich da, dass wir loslegen können. Ja, liebe Radsportfreunde, liebe Peace Rider, freuen wir uns, dass ihr eine große Etappe auch durch den Landkreis Passau zurücklegt. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß dabei. Macht Spaß bisher. Also es ist spannend, irgendwie mal zu erleben. Ich bin noch nie in so einer großen Gruppe gefahren. Ich fahre ein bisschen weiter hinten und es ist irgendwie cool, die ganzen gelben Bienchen vor einem irgendwie fahren zu sehen. Im Zeichen von einer guten Sache des Friedens irgendwie völkerverbindend durch Europa zu radeln. Gerade in den Zeiten ist ein Zeichen für Frieden natürlich unheimlich wichtig. Frieden, einfach, das ist mein Motto, deswegen bin ich hier. Die Menschen unterhalten sich, die finden sich, die wechseln ihren Partner. Wir fahren hier mal Zweierreihe, neue Leute kennengelernt. Also gute Stimmung, die Leute tauschen sich aus. Die Radtour verbindet von Pilzen über Bílina nach Ustina-Laben und jetzt verbindet Ustina-Laben ins deutsche frühere Karl-Marx-Stadt. Heute in Chemnitz und das Kulturhauptstadt Europa und da sind sehr viele sehr stolz drauf, dass wir es geworden sind in Chemnitz. Das
Wenn ihr fit seid, ihr bereit? Das Leistungsniveau ist ja unterschiedlich. Da wird Windschatten gegeben, da wird am Berg mitgeschoben, sodass alle ankommen, keiner hinten rausfällt. Also hier wird keiner hängen gelassen. Go Borderless. Das beschreibt eigentlich alles hier, ne? Und die Leute stehen am Straßenrand und jubeln in Tschechien, in Slowenien oder sonst wo. Das ist der Gedanke und müssen wir weiterführen. Mir ist es egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, an wen du glaubst oder wie viel du verdienst oder was weiß ich was. Wir sind einfach mal hier füreinander da, wie die Männer den Frauen hier Erzgebirge eben hoch helfen und sowas. Dafür steht EPR, für das Gemeinsame eben. Wieder viele Frauen jetzt im Feld mit den neuen Females und haben alle durchgehalten. Und wer doch mal Anschubhilfe braucht, der hat eine helfende Hand bekommen und es ist niemand abgefallen. Ich liebe ja eher das flache Land. Also ich habe mit den Bergen schon zu kämpfen, aber ich habe ganz tolle Kolleginnen. Wir rocken das Ding. Wir haben dieses Jahr 10 ambitionierte Mädchen oder Frauen am Start. Die trainieren wir das ganze Jahr von Februar bis zum Peace Ride Start. Und die sind alle hochmotiviert, um den EPR erfolgreich zu bewältigen. Meine größte Herausforderung ist, irgendwo auf der Strecke 300 Leute pinkeln zu lassen. Und das sind Dörfer, wo zum Beispiel wirklich nur 300 Leute selber wohnen. Die Veranstalter machen das wirklich mega gut. Wir sind da unglaublich sicher unterwegs. Es gibt schöne Labstationen, die Teilnehmer sind gut drauf, jeder ist freundlich. Es gibt nichts Schönes. Dafür fahre ich mit. Die Gemeinsamkeit, die Stimmung, das Gesicht nach außen tragen. Riesenfamilie, die sich hilft natürlich auch. Und also es ist einfach ein Erlebnis. Großes Zeichen, was du damit setzen kannst. Also eigentlich müsste die Veranstaltung nicht 200 haben, sondern 20.000 Radfahrer. In der Zeit ist es jetzt so mega wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen, dass wir immer noch nebenan einen Blick haben. Ich habe auch auf Mülltonnen gesessen, als die Friedensfahrt bei mir vorbeigegangen ist. Ja, und es ist schön, wenn diese Tradition irgendwo ein bisschen weitergeführt wird. Wir wollen den EPR auf jeden Fall auch nach dem Kulturhauptstadtjahr in die Zukunft bringen. Und die Hoffnung ist die, dass wir den tatsächlich noch größer, noch relevanter machen, vielleicht andere Länder einbeziehen können. Da müssen wir drüber nachdenken, wie wir das machen, ja. Friedlich über Grenzen mit Behörden, Nachbarn, anderen Sprachen. Wie geil ist das? Und wenn mir ein kleiner Teil davon sein kann, der immer mal wieder den Punkt da drauf setzt und sagt, warum ist das geil, in Europa zu leben, dann macht mich das auch irgendwo ganz sehr stolz.